Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe über den Kaliabbau. Wir haben in den ersten 2 Videos den Abbau begleitet. Wir haben uns einmal bei Christian auf der Arbeit umgesehen. Wie ist es, den ganzen Tag im Bergwerk zu arbeiten? Und ich konnte mich völlig begeistern für dieses Thema. Es war super spannend. Wir haben gesehen, wie wird das Kali abgebaut, wie wird es gesprengt, wie wird es transportiert. Danach wird es ja dann zu Kali verarbeitet, aufkonzentriert und letztendlich kommt es hier bei uns bei den Landwirten an. Wir werden heute in dem Video uns das Ganze einmal angucken, wir werden das einmal abholen und du schnupperst heute einen Tag mal in meine Arbeit rein und wir werden heute mal ein bisschen über Pflanzenbau sprechen. Was macht Kali in der Pflanze? Warum ist Kali so wichtig? Und dann würde ich sagen, los geht's! So, wir haben jetzt den Weg hierher bestritten. Du hast gesehen, das ist gar nicht weit von meinem Betrieb weg. Ja. Es gibt unterschiedliche Konstellationen. Man kann sich das zum Beispiel mit einem LKW auf den Hof bringen lassen. Oder der Normalfall zum Beispiel bei uns ist, wir machen das mit einem Überladewagen. Das heißt, mein Kollege kommt hierher, holt das mit einem Überladewagen ab, bringt mir das zum Ackerrand und ich streue den ganzen Tag nur auf und ab und er kümmert sich um die Logistik. Hast du schon mal denn dein Produkt verarbeitet gesehen? So in der Form noch gar nicht, nee. Ja, wir hatten uns ja unter Tage unterhalten. Guck mal, das ist ja rötlich. Wir hatten ja auch das Thema, weil wir haben ja, wo wir waren, war ja nur weißes Salz. Da hatte ich dich da ja schon gefragt. Wenn ich jetzt Kornkali streue oder Kali, das ist ja meistens rot. Du sag mal, eigentlich ist Kornkali ja rot. Ja, weil, das kann ich jetzt auch erklären, Kornkali ist ist ein Mischprodukt quasi. Du hast das Hauptsächliche kommt von der ersten Sohle, vom hessischen Flöz. Ja. Und um den K2O-Gehalt anzureichern, nutzt du noch Salz von der zweiten Sohle, also vom Thüringer Flöz. Und das ist dann nicht nur weiß, das hat dann diese rötliche Färbung. Und das macht das dann insgesamt so ein bisschen rötlicher. Mhm. Also du hast quasi auf der zweiten Sohle hast du höheren K2O-Gehalt als auf der ersten. Auf der ersten hast du aber einen höheren Kieseritgehalt und Magnesiumgehalt und so ein bisschen Mischprodukt. Aber auf der ersten Sohle, das ist das Gros von dem Material. Okay. Kieserit auch ganz interessant. Bin ich ja ein Verfechter von und wird viel gestreut. Und der Kollege parallel von mir, also Svenny, der ist gerade unterwegs zum Landhandel und holt Kieserit. Das habe ich beim anderen Handel gekauft und der holt Kieserit. Also ein paar Stunden später streuen wir das andere Produkt von dir aus tatsächlich. Das wäre rein erste Sohle. Wenn man das mal in der Hand hält oder so, dann fühlt sich das eher an wie Steinbruch. Also es ist verrückt, weil das hat eigentlich mit dem Produkt, was ich da unten gesehen habe, mit diesem Salz und Salzstaub und so ein bisschen dieses Mineraliengemenge, hat das fast wenig zu tun. Also wenn man das gegenüberhalten würde, glaube ich, würde man nicht 100%ig sagen, das ist dasselbe Produkt. Weißt du, an was mich das erinnert? Bei uns gibt es so in Thüringen den Thüringer Waldkies. Ja. Damit werden Waldwege gebaut. Ja, genau. Und so sieht das aus. Das ist also auch. Wie Brechsand. Ja, so genau so sieht das aus. Magst du das auch mal vielleicht mal Hast du das schon mal in der Hand gehabt, Lukas? Kieselsteine. Genau. Kieselsteine, genau so sieht das so ein bisschen aus. Hinter uns liegen auch gute 800 Tonnen. Du hast vorhin schon zu mir gesagt, das ist eine Schicht bei euch? Ein Lader. Ein Lader. Ein Lader, eine Schicht. Ein Lader, eine Schicht. Genau. Und fahren tun ja immer so 3 bis 4 Lader. Rohprodukt oder 800 Tonnen? Roh. Okay. Weil das ist ja ein fertiges Produkt hier. Das war ja ursprünglich mal mehr, ne? Genau, wir hatten ja grob durchgerechnet, was davon übrig ist. Genau. Ne? Mit 16%, glaube ich, hast du über den Durchschnitt gesagt, ja? Genau. Ganz spannend. Ich würde jetzt sagen, wir fahren mal auf den Acker und da unterhalten wir uns ein bisschen über das Ackerbauliche. Ja. Warum man das überhaupt nutzt, warum wir das machen. Genau. Und dann, wir müssen jetzt noch einmal auswiegen, damit wir genau wissen, wie viele Tonnen wir haben. Und für die Rechnung ist das ja auch mal ganz wichtig. Und dann fahren wir weiter. Wir haben tatsächlich hier ein bisschen rumgestöbert, eben in der Halle, und wir haben Kieserit gefunden. Und du hast ja eben schon angeguckt, ist schwer, ne? Ja, deutlich. Also ich würde fast sogar noch schwerer sagen als das Kali. Ja. Müsste man jetzt vielleicht mal in der Produktspezifikation nachgucken, was schwerer ist, aber Kieserit ist schon sehr schwer. Ja, deutlich schwerer als das Kornkali. Ja. Aber guck mal, das ähnelt ja schon ein bisschen mehr einem Dünger. Mhm. Nicht so ein bisschen hier dieser Steinbruch, sondern so stellt man sich eigentlich Dünger vor, ne? Aber riecht nicht ganz so doll wie Untertage. Also das ist auch alles sehr staubfrei hier. Normalerweise früher haben die ein bisschen mehr gestaubt, die Dünger. Mhm. Das ist jetzt schon sehr hoch rein immer alles. Da hast du da ein bisschen mehr gerochen, diesen klassischen Düngergeruch. Gut, dann lass uns mal zur Waage fahren und dann fahren wir noch mal abdrehen. Wir müssen ja den Streuer immer noch mal abdrehen, gucken uns das noch mal an und dann ballern. Jawohl.
Es wird auch gezeigt, wie viel wir zugeladen haben. Ja. Aber weil der Streuer neu ist, ist die noch nicht kalibriert. Also das kann noch abweichen. 3089 Kilo können wir uns ja mal merken, können wir gleich mal mit dem Wiegeschein vergleichen. Und dann ist ja Load Sensing heißt die Technik. Das heißt, der Streuer fordert alleine das Öl ab. Ne? Das heißt, wir drücken jetzt hier nur noch Tasten und sagen ihm jetzt zusammenklappen. Und dann klappt er zusammen. Wir können uns das alternativ hier auch auf Joystick belegen. Könnten wir hier so zum Beispiel die Taste einfach halten und dann klappt er das zusammen. Die Technik gibt es bei uns bei manchen Bohrwegen schon. Wenn du den also der nivelliert sich dann selber aus. Dann drückst du aus, Knöpfchen und dann fährt er aus, brauchst halt Platz dafür. Ja. 3,1. Ja. Wir hatten 3,089. Ne? War schon sehr passig. Ja, wahrscheinlich wird die Waage hier aufrunden. So, wir haben jetzt den Dünger abgeholt und jetzt ist das so, wenn wir jeden Dünger, den wir zum ersten Mal streuen, müssen wir die Maschine einmal abdrehen. Das heißt, wir müssen sozusagen der Maschine einen Anhaltspunkt geben, wie viel Kilogramm sie quasi fördert pro Umdrehung. Ne? Das ist inzwischen heutzutage relativ einfach. Wir müssen einmal hier diese Schiene rausnehmen. Das musst du im Prinzip, je nachdem, das hast du bei Drillmaschinen, bei einem Schleuderstreuer hast du es nicht, da hast du Streutabellen. Da müsstest du aber auf dem Acker einmal das Streubild überprüfen und nochmal nachstellen. Ne? So, dann ist es einfach simpel Wanne unterstellen. Jetzt kann der Dünger hier rausfallen. Jetzt muss ich einmal in eine Kabine gehen Ja. und ihm einfach sagen, dass das jetzt losgeht, dass dieser Kalibrierprozess jetzt startet. Ich habe jetzt den Dünger angelegt, habe jetzt das Kornkali benannt. Und immer wenn ich das jetzt sozusagen abarbeiten möchte, kann ich den in Zukunft immer wieder aufrufen und kann dann einfach abarbeiten. Und jetzt läuft da 60 Sekunden Kali rein. Das wiegen wir auf, das sagen wir ihm dann. Und dann weiß er für alle Geräte, alle Motoren auch Bescheid. Du hast die Arbeit einmal. Genau, du hast die Arbeit einmal und dann, wenn du den Streuer dann behältst und so, nie wieder. Der Vorteil zum Beispiel bei diesem Streuer, du kannst halt auch Mischdünger verwenden oder Dünger mit unterschiedlichen Korngrößen. Weil du kannst dir vorstellen, wenn er geworfen wird, hat jedes Korn eine andere Flugeigenschaft. Hast du ja hier nicht. Hier ist es völlig egal, weil es hier zwangsgeführt wird durch den Luftstrom. Das ist es jetzt. Das wiegen wir jetzt einmal aus. So, wir haben 14,07, 2,24 wiegt die Kiste. Dann haben wir 12, 11, 3, 11,83. Richtig? So, 11,83 hat er jetzt gesagt. Das tippen wir ihm jetzt ein. 11,968 wäre jetzt seine Berechnung. Dann berechnet er den Faktor jetzt neu. Sagen wir okay und dann sind wir durch und dann können wir fahren. Der Daumen. Der Daumen. Jetzt sind wir gar nicht weit gefahren. Du hast gesehen, ich bin relativ gut arrondiert teilweise. Also wir sind da jetzt 3 Kilometer ungefähr gefahren. Also vom Hof 3 Kilometer und auch zum Handel 3 Kilometer. Es erstreckt sich natürlich bis 12 Kilometer in jede Richtung. Die Flächen sind natürlich nicht aneinander gekoppelt, sondern da kommt auch mal der Nachbar dazwischen. Ne? Jetzt sind wir hier auf einer Fläche. Hier stand letztes Jahr Weizen, dann war hier eine Zwischenfrucht. Ne? Also hier war ein Gemenge an anderen Kulturen. Das macht man, dass der Acker sich so ein bisschen ausruhen kann, dass er aber auch Nährstoffe bindet. Ne? Du kannst dir vorstellen, wenn die Fläche abgeerntet ist und da kommt keine Kultur in erster Linie drauf im Sommer, der will ja trotzdem leben, der Boden. Und der lebt ja auch weiter und da gibt es Umsetzungsprozesse. Und wenn du niemanden hast, der dir die Nährstoffe aufnimmt, dann gehen die einfach verloren. Das ist jetzt für Kali zum Beispiel nicht der Fall, weil Kali wird sehr, sehr gut am Boden gebunden, an den Tonteilchen. Und der wäscht nicht aus. Also Kali bleibt immer im Boden, geht nicht verloren.
Aber zum Beispiel andere Stoffe wie Schwefel, Stickstoff, da ist das relevant. Da macht man eine Zwischenfrucht, da geht es auch um Bindung von Kohlenstoff, Humusaufbau, diese Themen. Ne? So, das Thema Kali ist ja so, man muss nicht super speziell einen bestimmten Zeitpunkt haben für die Düngung, sondern, weil ich gerade schon gesagt habe, Kali wird relativ gut im Boden gespeichert. Man könnte das auch im Herbst machen, man kann das zur Zwischenfrucht machen oder man kann das wie jetzt zum Vegetationsstart machen. Jetzt nachher auf den Bestand fahren könnte man zum Beispiel auch, je nachdem, wie man das so ein bisschen zeitlich schafft. Ist ja auch im Frühjahr relevant, ne? Aber man kann das jetzt ohne Probleme gut vorweg machen. Und hier haben wir den Vorteil, wir haben jetzt Kornkali abgeholt, da ist zusätzlich Magnesium und Schwefel drin. Ja. Und das ist auch relevant, dass die Pflanze später gut Stickstoff zum Beispiel verarbeiten kann. Ne? Also bestimmte Nährstoffe müssen immer gemeinsam aufgenommen werden, damit sozusagen im Prinzip ein großes Ganzes daraus entsteht und die Pflanze vernünftig wachsen kann. Kali ist dabei wichtig für unter anderem den Zelldruck in der Pflanze. Also Kali reguliert ganz viel in Sachen mit Wasser. Wasserhaushalt, Wasserspeichervermögen. Ne? Die Pflanze hat ja im Prinzip, kannst du dir vorstellen, so ein Blatt ist ja unten offen durch Stomata. Stomata heißt das, was sozusagen das öffnet. Und Kali ist maßgeblich dafür für die Regulierung dieser Stomata verantwortlich. Wie gut kann die auf- und zugehen? Das heißt im Umkehrschluss, Kali macht sehr, sehr viel in Sachen Trockenresistenz. Gerade auf meinem Standort, wenn es super viel trocken ist, erhöht Kali die Resistenz bei Trockenheit. Hast du zu wenig im Boden, ne, dann sinkt automatisch der Ertrag, weil die Pflanze nicht gut ernährt ist, weil sie die Trockenheit nicht gut übersteht. Also du hast hier im Sommer schon häufig trockener. Ja, nicht nur im Sommer, sondern auch eine lang ausgeprägte Vorsommertrockenheit. Das war letztes Jahr zum Beispiel so, fing das jetzt an, nicht mehr zu regnen oder es hörte jetzt auf zu regnen, kann man in anderen Worten sagen. Und das hat sich bis Ende Mai gezogen. Bis Ende Mai hat es nicht geregnet. Ja, das heißt, Wasserhaushalt, Wassersparen ist ein Riesenthema bei mir. Ne? Und das ist zum Beispiel maßgeblich Kali verantwortlich. Man achtet darauf, dass der Kaligehalt immer im Boden gleich bleibt, beziehungsweise immer gut versorgt ist. Und eine große Eigenschaft von Kali ist tatsächlich noch beim Stofftransport. Also Photosynthese macht ja die Pflanze, um Energie zu erzeugen oder Energie zu nutzen von dem Licht. Und dabei wird Zucker gebildet. Und für diesen Zuckertransport ist auch Kali verantwortlich. Das heißt, auch wir könnten sonst was für eine tolle Photosynthese haben, wenn wir den Transporter dazu nicht haben. Ja. Dann haben wir keine Korneinlagerung, wir haben keine Wurzelbildung, wir haben keine Speichermöglichkeiten, wir haben kein gutes Wachstum. Also das sind die wichtigsten Punkte beim Kali. Zusätzlich muss man noch sagen, Sonnenblume hat zum Beispiel auch einen Bohrbedarf. Also kannst du sagen, alles, was viel blüht, hat immer einen guten Bohrbedarf. Da könnte man zum Beispiel auch euer Kali plus B nehmen, Korn-Kali plus B. Das wäre auch eine Option. Bei der Sonnenblume ist es zum Beispiel so, also es gibt sehr kalizehrende Pflanzen. Ja, das ist zum Beispiel eine Sonnenblume, eine Zuckerrübe, eine Kartoffel und Mais zum Beispiel, Silomais. Also überall, wo du viel Pflanze wegfährst, brauchst du viel Kali. Weil in der Gesamtpflanze ist der große Kalianteil. Bei Sonnenblume ist das ganz interessant, weil sie braucht sehr viel Kali, aber man fährt eigentlich gar nicht viel Kali weg. Ja, unterm Strich kannst du so sagen, brauchst du 300 bis 400 Kilo K2O fürs Wachstum. Aber wenn du so 3 bis 3,5 Tonnen erntest, fährst du nur 80 Kilo weg. Das heißt, hast du einen Boden, der relativ leicht versorgt ist, dann hat er gar nicht die Möglichkeit, diese Pflanze so zu versorgen, dass sie den Ertrag so ausbilden kann. Ne? Und deswegen eignet sich zum Beispiel auch eine Sonnenblume, um zum Beispiel Kali aufzudüngen, weil du versorgst sie jetzt gut und sie lässt aber dann doch relativ Kali wieder zurück und das dient dann den nächsten Kulturen, wo du zum Beispiel, lass mich dann ausführen, wo du zum Beispiel mehr Kali wegfährst. Also du kannst das sehen, dass du unter den Jahren immer gleich bleibst, aber mal baust du auf, mal baust du ab. So funktioniert das mit Kali. Wie meinst du, dass Kali wegfährst? Also vom Ernteprozess dann? Vom Ernteprozess, okay. Ja genau. Also du hast ja, es ist ja nichts als Pflanze, sondern es ist ja alles chemisch gesehen immer einzelne Stoffe. Ja. Und du kannst ja genau runterrechnen, wenn du 50 Tonnen auf dem Hektar Mais wegfährst, wie viel K2O, wie viel Kali ist da letztendlich enthalten. Und damit du keinen Raubbau an der Natur betreibst, musst du das Ganze wieder zurückführen. Ja, du lebst ja von deinen Reserven, die im Boden verfügbar sind. Und wir fahren es ja weg. Gut, wenn es zum Beispiel Mais ist und das Biogas, dann kommt es wieder zurück. Aber stell dir vor, zum Beispiel, es geht in die Nahrungsmittelindustrie oder die Sonnenblumen gehen jetzt zum Beispiel weg und daraus wird Öl. Ja. Dann ist für mich als Betrieb das Kali verloren. Weil ich kriege ja die Stoffwechselprodukte des Menschen nicht zurück, um diesen Kreislauf zu schließen. Und deshalb muss ich zum Beispiel Kali nachkaufen, um diesen Kreislauf zu schließen. Und damit meine Böden immer gleichmäßig versorgt sind und ich keinen Raubbau an der Natur mache. Und jetzt ist das so, du musst wissen von der Gesetzgebung, bevor wir hierher fahren, müssen wir eine Düngebedarfsermittlung machen.
im Frühjahr. Ne? Bei Kali ist es nicht ganz so wild. Also wenn du auch eine Kontrolle hast und jemand kommt und sagt, Kali, alles gut, ist nicht ganz so schlimm. Stickstoff und Phosphor sind die großen Player, wo es wichtig ist, wirklich exakt zu arbeiten. Muss man bei Kali auch, das betrifft das Portemonnaie. Aber wie gesagt, Kali belastet die Natur nicht, wenn du den streust. Ne? So, und bevor ich jetzt hierher komme, habe ich im Prinzip das schon mal für diese Fläche gemacht. Und die Fläche heißt bei uns, die Fläche heißt hier Güntersfelde. Ne, die haben ja alle Namen bei uns, die Flächen. Ja. Und dann Fruchtart, was stand davor? Der erwartete Ertrag mit 35 Dezitonnen, also 3,5 Tonnen. Das ist so, du kannst Werte vom Land annehmen, Durchschnittsertrag vom Land. Du kannst aber auch Historie von der Fläche nehmen oder von deinem Betrieb. Bei mir ist das so, ich habe gute Böden, schlechte Böden. Und bei mir gibt es dann noch einen Auf- und einen Abschlag. Also mein durchschnittlicher Ertrag lag deutlich über 4 Tonnen in den vergangenen Jahren bei Sonnenblumen. Aber hier auf diesem Standort, weil er sehr sandig ist, rechne ich eher mit weniger. Ja? So, und dann hast du im Prinzip nochmal die Bodenproben und die Gehalte. Es gibt verschiedene Bodenklassen. Da weißt du auch, ob du zum Beispiel mehr düngen musst, damit sich Kali im Boden anreichert, weil du zu wenig über die Jahre hast. Oder du hast zum Beispiel zu viel Kali. Dann kannst du sozusagen immer ein bisschen von der Substanz des Bodenlebens leben und kannst das immer weiter zurückführen. Wie oft beprobst du das? Also wie oft muss das gemacht werden? Gesetzlich sind wir verpflichtet, alle 6 Jahre zu beproben. Ja. Es gibt andere Verfahren, damit könntest du zum Beispiel jährlich beproben, die sind aber zum Beispiel gesetzlich nicht anerkannt, aber die bringen dir einen deutlich höheren Benefit. Ja. So, dann hast du, wenn du das hier so siehst, dann siehst du hier deine Ertragserwartung, Zuschlag, Abschlag von der Norm. Du siehst hier 5 Dezitonnen Aufschlag, weil der Vorschlag vom Programm war 30. Wir sagen aber, wir wollen 35 ernten. Und dann siehst du hier deine durchschnittlichen Entzüge für diesen Ertrag fürs Korn. Ne? Also siehst du hier 120 Kilo rein N brauchen wir. Da haben wir nochmal 10 Kilo Aufschlag für das, was wir mehr ernten wollen. Wir haben den Phosphor, wir haben hier den K2O 85. Da muss man bedenken, das ist nur fürs Korn. Das fahren wir am Ende weg. Ja, wenn wir jetzt eine Gehaltsklasse haben, die super schlecht ist, dann müssten wir zum Beispiel aufdüngen, damit sich Kali im Boden anreichert. Dann haben wir noch Magnesium, dann haben wir Kalk und dann haben wir Schwefel. Und jetzt siehst du den Bedarf der Kultur letztendlich. Also hier gibt es ja nochmal Vorkultur, Zuschläge, Abschläge. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in der Vorkultur angereichert haben, dann könnten wir das ja runterziehen. Oder wenn wir in der Vorkultur auf eine Substanz gelebt haben, dann könnten wir es ja aufschlagen. So, und dann siehst du, wie die Planung letztendlich hier aussieht, was wir hier vorhaben. Wir wollen hier Geraste geben, aus einer Biogasanlage. Damit siehst du, damit versorgen wir relativ viel schon, auch vom Kalibedarf, vom Phosphor und vom Stickstoff. Dann streuen wir hier nochmal zusätzlich Kieserit. Ja. Das ermöglicht uns, dass wir den Stickstoff aus den Gerasten besser aufnehmen können. Und dann haben wir Harnstoff, damit decken wir noch ein bisschen den Stickstoffbedarf. Und dann haben wir noch 40er Kornkali. Und mit dem 40er Kornkali, siehst du am Ende, haben wir 27 Kilogramm pro Hektar im Plus. Das heißt, wir wollen ein bisschen Kali auf der Fläche zurücklassen, damit wir zum Beispiel mit der nächsten Kultur ein bisschen mehr zehren können. Ja. Und so kann man arbeiten. Wenn du weißt, du hast eine Kultur, die braucht viel Kali, dann streust du bewusst den Dünger dahin, und die nächste Kultur zehrt dann mit davon. Und so hast du immer wieder den Kreislauf. Genau, wie gesagt, das ist übers Jahr betrachtet oder über Jahre hast du immer mal aufbauende, abbauende Streuung und Düngung und dann hast du über die Jahre einen guten Schnitt. Genau, und das müssen wir im Prinzip machen vor jeder Düngung. Und dann geht es bei mir noch weiter, das sehen wir gleich in der Kabine. Nicht nur das Feld hat eine Ertragserwartung, sondern jede einzelne Zone. Wir sind ja jetzt hier gerade auf einer Zone, die ist sehr sandig. Ja, ich sag mal so im Frühjahr, April, Mai, die hält eine Woche das Wasser, danach ist hier Ende. Da unten sind wir gestartet, da war der Boden schon ein bisschen fester. Ja. Ne, war auch deutlich dunkler. Ja. Der hält viel, viel länger das Wasser. Und da unten, da sind gerade noch die Gänse zugange. Ja. Siehst du das? Ja. Da steht noch das Wasser. Ja. Das ist eine Moorzunge. Da ist immer, also Vorteil vom Moor ist immer nass, Nachteil vom Moor ist immer nass. So. Und da ernten wir am meisten. Ja. So. Und je nachdem, wo du wie viel erntest, fährst du ja mehr oder weniger Nährstoffe weg. Also hier sind wir auf einer Zone, da ernten wir 1 Tonne Weizen. Das macht keinen Sinn, da mehr zu streuen, weil egal wie viel Nährstoffe du rausbringst, Wasser ist der begrenzende Faktor. Und würden wir jetzt alles gleich verteilen, würden wir hier Nährstoffe anhäufen und da unten, wo wir richtig viel wegfahren, würden wir Nährstoffe jedes Jahr entziehen, zu viel. Und da machen wir Raubbau an der Natur und hier reichern wir es an, mit allen Nährstoffen. Ja. Und deshalb gehen wir hin. Man kann heutzutage relativ simpel Satellitenkarten übereinander legen, über mehrere Jahre, über die letzten 10 zum Beispiel. Die werten aus, wie groß war die Photosyntheseleistung auf jeder Zone. Daran können wir dann Rückschlüsse auf den Ertrag ziehen, können wir die übereinander packen und dann haben wir Potenzialkarten. Das ist der Potenzial der Fläche. Ja.
Und daraus können wir die Karten berechnen. Das können wir dir auch gleich zeigen. Ja. Und das mache ich im Prinzip dann fertig für diese Gabe oder für diesen Dünger. Und dann färben wir es nur noch ab. Der Streuer und der Trecker steuern den gesamten Rest. Die wissen dann, wie viel wo ausgebracht wird. Zu jeder Zone, der hat RTK drauf, der fährt auf 3 cm genau. Der weiß immer, wo er sich befindet. Und das macht er dann vollautomatisch. So, hier haben wir ja vorhin drüber gesprochen, über die Kartierung. Ich habe noch ein bisschen Zoom oder so. Ja. Guck mal. Und die Farben sind jetzt... Genau. Also grün ist wahrscheinlich... Siehst du an der Skala, also grün ist wenig Ausbringmenge Ja. und rot ist viel Ausbringmenge. Und das ist genau das, wie ich dir das vorhin gezeigt habe. Hier sind wir vorhin beide raufgefahren, wo der Boden besser war. Ja. Hier bringen wir mehr aus. Hier, wo wir jetzt gerade stehen, siehst du, sehr sandiger Boden. Hier bringen wir weniger aus. Und hier unten, die Mordzunge, da werden wir heute nicht reinfahren können. Das müssen wir dann nachholen. Da würden wir dann am meisten ausbringen, weil wir da den höchsten Ertrag haben und den höchsten Entzug. Genau, und im Prinzip brauchen wir das Ganze jetzt nur noch abfahren. Und dann läuft das ziemlich. Wir schalten jetzt hier das Section Control ein. Ja, wir sehen jetzt, er hat 24 Teilbreiten. Ja. Und jetzt erlauben wir ihm, die völlig automatisch selber zu schalten. Ne? Nach der Karte, nach dieser Bedarfsermittlung. Section Control heißt, er schaltet die Teilbreiten automatisch, um Überlappung zu vermeiden. Okay. Das sehen wir gleich. Das ist im Prinzip Applikationsmenge. Also das heißt, ich glaube Task Control heißt das Verfahren dazu. Ne? Genau. So, und wenn das alles passiert ist, du hast den Autopilot aktiviert, dann drückst du hier nur noch Start. Ja. Und jetzt siehst du, jetzt wird das rot. Ja. Jetzt bringen wir es aus. Und jetzt sieht man, jetzt hört man das Rieseln. Ja. Und jetzt regnet das Kali darunter. Jetzt ist egal, wie schnell wir fahren, der passt die Menge immer der Geschwindigkeit Also an. wenn du schneller fahren würdest, würde er mehr ausspringen. 100%ig. Schon geil. Wie weit reichst du jetzt mit dem Fass? Reicht das jetzt für die ganze Fläche? Musst du nachbefüllen? Ja, oder? hier ist es so, dass es jetzt reichen würde, Ja. weil wir aber auch zusätzlich mit Gärresten arbeiten und da noch Kali reinholen. Ja. Wenn wir jetzt nur Kali ohne Gärreste abarbeiten würden, dann wird es nicht reichen. Dann wären wir hier ungefähr bei der Fläche bei 6 Tonnen. Dann brauchen wir 2 Streuer. Und wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast wie Zuckerrübe oder Kartoffel, da kommst du schnell in den Bereich, wo du 500, 600, 700 Kilo brauchst. Und dann musst du natürlich viel, viel mehr Menge dahin fahren. Ne? Und auch hier ist das Schöne, du kannst bis in die Ecke stoßen, das Gestänge ist da, du machst an, es fällt direkt was runter. Ein Schleuderstreu, der arbeitet immer rund. Ja. Du kannst nie in Ecken reinkommen. Und ob das dann, also ob der Dünger dann oder deine Düngemaßnahme dann gepasst hat, siehst du dann, wenn das Produkt dann fertig ist, oder kannst du zwischendurch gucken, okay, ich muss nachdüngen oder kannst du nachdüngen? Du kannst nachdüngen, aber bei Kali ist es so, das wird immer ausreichend im Boden gespeichert. Da geht es bloß immer nur die Gehalte zu erreichen und zu erhalten. Du siehst natürlich Mangelerscheinung, also das ist natürlich der Indikator, aber Mangelerscheinung ist schon ein brutales Zeichen. Ja. In der Regel zeigt eine Pflanze eine Mangelerscheinung, wenn sie 20% zu wenig von dem Stoff hat. Also wenn es eigentlich schon zu spät ist. Genau. Ihr habt zum Beispiel eine App, da kannst du dir das alles angucken. Du kannst jede Kultur nahezu mit jeder Mangelerscheinung dir anzeigen lassen. Sogar ganz witzig als 3D. So, ne? Und dann siehst du zum Beispiel, wie ein Kaliummangel aussieht, wie ein Schwefelmangel aussieht, wie ein Stickstoffmangel. Da musst du aber dann gleichzeitig wissen, viele von den Mangelerscheinungen, die ähneln sich. Weil meistens, wenn irgendeine Aufnahme zum Beispiel gehemmt ist, dann hemmt es direkt den nächsten Stoff, der auch dann nicht involviert ist. So, verstehst du? Ja, ja. So, ich kann mir jetzt hier ein Tempomat auf zum Beispiel 10 km/h einstellen. Dann tippe ich einmal rüber, mal Autopilot rein. Achso, warte mal, da haben wir die andere Spur noch drin. Die müssen wir haben. Also er wollte jetzt schon wieder Er wollte rüber. wieder zu der nächsten Ja. Randspur rüber, ne? So, und jetzt fahren wir 10 km/h. Ist für den Anfang, glaube ich, auch so, naja, ein bisschen können wir auf jeden Fall noch schneller. Weil es noch sehr weich ist und dann hast du halt dieses Schwanken, ne? Dieses Hin- und Herziehen, das wollen wir ja nicht. Aber nachher in der Saison, also wenn es ein bisschen abgetrocknet ist, kannst du 16, 17, 18 fahren. Alles das, was der Streuer schafft, gib Gas.
Also der limitiert dann auch deine Geschwindigkeit. Genau, und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Menge bringst du auf den Hektar aus. Also bei 100 Kilo auf dem Hektar kannst du auch 20 km/h fahren, das schafft er schon. Ja. Aber wenn du 400, 500 Kilo auf der Menge, da kommt nachher richtig Masse und irgendwann schafft es der Streuer nicht mehr abzuarbeiten. Ne? Und hier siehst du selber, da sind die Gänse unterwegs. Ja. Ja, da stehen Rehe. So, hier nebenan zum Beispiel siehst du auch, das ist eine Zone, das ist Brache. Also das bestellen wir gar nicht hier hinter dem Graben, weil es jedes Jahr so nass ist da, im Frühjahr und im Herbst, dass wir zu spät raufkommen für eine Saat und wir kriegen es im Herbst nicht richtig runter. Und wenn es dreimal noch regnet im Sommer, haben wir gar keine Chance. Deswegen ist das einfach unberührte Natur und das bleibt als Brache. Das mulchen wir einmal im Jahr. Dann hast du immer einen Rückzugsort für Schweine, für Wildgänse und was du nicht alles hast. Ne? Ja, das ist mein Job. Ja, ich meine, wenn du das jetzt siehst, ist chillig. Ne? Du sitzt drin und kannst so ein bisschen rumschingeln. Aber das Ganze drumherum, was man so eigentlich nicht sieht. Ne? Von was wir da gestern schon hatten, diese ganze Vorbereitung, dann die Karten schreiben. Das ist ja so viel Arbeit. Genau. Vorneweg, die ja auch keiner sieht. Ja, ja, nicht nur das, auch die ganzen Behördengänge inzwischen oder das mit den Behörden abarbeiten. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, man muss auch teilweise auch reparieren. Nicht immer laufen Dinge, es verstopft was, ja. Gerade wenn so ein Mähdrescher verstopft oder so, dann musst du da innerlich rein, hinten, bei, keine Ahnung, 40, 50 Grad, die dann in der Maschine sind und ziehst da 1-2 Stunden an so Halme, weil was so 500 PS so festrammeln, das ist dann auch fest. Ne? Und das ist dann da, wo der Beruf auch hart ist. Und die Arbeitsstunden machen es hart, weil es machen ja immer weniger Leute machen mehr Hektar. Und dadurch ist der Gesamtalltag dann doch ein bisschen härter geworden, obwohl die Technik immer bequemer und so wird. Ne? Du streust jetzt hier, aber jetzt zeichnet er das nicht blau ein. Ne, er nimmt eigentlich nur auf, wenn wir den Autopilot drin haben. Achso. Er macht die maßgebliche Arbeit an Steuerung und Nachdenken. Ja, ja. Ne? So, hier siehst du jetzt zum Beispiel, dass wir da streuen. Und der zeichnet das Ganze auch auf. Wir können uns auch gleich nachher hinterher die tatsächlich gestreute Karte anzeigen. Also das ist jetzt erstmal nur die Bedeckungskarte. Ja. Und dann siehst du nachher auch, wo haben wir wirklich wie viel ausgebracht. Wie haben die Motoren gedreht, welche Mengen kamen raus. Du fährst dann los und er weiß wieder, okay, jetzt. Genau. Er ermittelt ja die Fahrgeschwindigkeit über das GPS. Du kannst natürlich auch, also er hätte auch das vom Radar, der Trecker hat auch ein Radar, also du kannst entscheiden lassen, welches er nutzt. Ja. Ja, und wenn du das nicht hast, dann kommen dir in der Regel die Geräte mit eigenen Radarsensoren. Ne? Also du kannst einen Düngerstreuer auch mit eigenen Radarsensor bestellen, aber über die Jahre ist es halt so geworden, dass man eigentlich auch fast keinen Bildschirm mehr dazu kauft, weil die Trecker alles integrieren können. Das nennt sich Isobus, ist so die einheitliche Sprache der Maschinen untereinander. Und das macht das auch möglich, dass du zum Beispiel, also wir könnten auch den Streuer jetzt hier rauf legen, ne? Aber wie gesagt, der Trecker ist halt am Limit von dem, was er rechnen kann. Ja, ja, ja. So. So, der hat jetzt, weil wir auch ausgestiegen sind, die Zapfwelle abgeschaltet. Ja. Wegen Arbeitsschutz. Das ist logisch, jetzt keine rotierenden Teile hinten mehr. Jetzt kannst du da aufs Pedal drücken. Das? Ja. Kleine. Und dann nimmst du das Lenkrad und ziehst du dir ran. Kannst auch nach oben ziehen jetzt. Okay. Und gehen lassen. Genau. Ja. Der Sitz hat übrigens auch Sitzlüftung. Genau. Jetzt kannst du entweder hier vorwärts, rückwärts machen Ja. oder am Joystick. Geht auch. Ne? Genau, jetzt fährst du vorwärts. Jetzt kannst du das Fahrpedal berühren. Dann würden wir anfangen zu rollen. Ja. Okay. Ja. Ganz Genau. gut sagen. Ja. Wir müssen die Zapfwelle einschalten. Das ist der gelbe Knopf. Hier, der unten. Jo. Ja. Zweimal. Das ist quasi Arbeitsschutz. Mhm. Dass du nicht da. Also einmal blinken, einmal da Ja, genau. leuchten. So. Und dann kannst du hier die Drehzahl geben. Also wir könnten die auch hier abspeichern. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Mhm. Jetzt kannst du ihm einfach hier Motordrehzahl geben. Bis wir hier 800 Zapfwellenumdrehungen haben. Ja.
Dann haben wir hier 4.500 Gebläsedrehzahl. Ja. Und das ist ungefähr so viel, dass wir Kali streuen können. Also das reicht locker aus bei den Mengen. Okay. Je mehr man jetzt streut, Kilo auf dem Hektar, desto mehr würden wir jetzt ausbringen. Dann würdest du hier einmal noch den Streuer aktivieren. Das kannst du auch schon drücken. Ja. Jetzt darf der Streuer streuen. Und das Section Control, also die Teilbreitenschaltung, erlaubt ihm, wann er wo streuen darf. Ja. Ne? So, drück mal. Und jetzt fahren wir los. Also wieder. Ja, fahren wir los. So. Dann kannst du siehst ja noch die Reste der Spur, da kannst du so ein bisschen reinlenken. Ne, hier musst du rein. Einmal rumdrehen. Jetzt, Ja, oder? da musst du rein, in die Spur. Ja. Genau. Und wenn du so ein bisschen angelenkt hast, dann könntest du jetzt diese Taste drücken Ja. und dann da geht der Autopilot rein. Dann nicht mehr Lenkrad anfassen, Ah, okay. weil dann geht es direkt wieder raus. So, wenn wir jetzt hier über die Grenze kommen, siehst du? Ja. Jetzt schaltet er nacheinander die Teilbreiten zu. Ja. Und jetzt kannst du einmal nach rechts tippen und dann haben wir Tempomat drücken. Und jetzt kannst du loslassen und jetzt arbeitest du. Okay. Wenn er am Ende von der Fahrspur ist, wendet er auch selber oder musst du das dann? Da musst du mal. Das Das- habe ich nicht eingestellt, ja. Könnte er aber. Könnte er, ja. Okay. Also der kann tatsächlich auch komplexe Prozesse. Der kann eine Drillmaschine, der kann am Vorgewende langsamer werden, Drillmaschine ausheben, rumfahren, wieder reinsetzen, wieder beschleunigen. Auch mit Drehzahlen, mit Hydraulikanwendungen kannst Ja. du komplett abspeichern. Schon geil. Also deswegen habe ich auch gesagt, also gegenüber eurer Arbeit da unten ist brutal hart. Das ist schon noch eine andere Liga als unsere Arbeit ist auch hart, Ja, aber na ihr habt klar. Gott sei Dank nur 7 Stunden 36 Genau, war das ist halt 7 Stunden 36? 7 Stunden 36. Genau. Wir haben halt wirklich Tage mit 12 und 14 und 60 Ja, Stunden, ja, sind keine ja. Seltenheit, aber eure Arbeit da unten ist hart. Das ist definitiv. Als ich da den Berauber gesehen habe und der macht das jeden Tag über Stunden. Ne? Es gibt aber welche, die wollen das nur machen, ne? Die wollen nichts anderes machen. Die haben sich da so drauf eingeschossen auf den Berauber oder auf den Bohrwagen. Die wollen nichts anderes machen, dann sind das natürlich auch Spezialisten. Ne? Vergeht die Zeit schnell beim Berauben? Ja, schon. Genau. Wenn du jetzt Also was heißt ausschalten kannst du nie. am Vorgewende rankommst, Ja. tippst du einmal nach hinten den Joystick, einfach nach hinten ziehen. Ja. Genau, und dann ist das Tempomat raus und jetzt kannst du mit dem Fahrpedal übernehmen. Und du siehst, er schaltet jetzt komplett automatisch aus und ein. Also roll mal weiter. Du musst jetzt auf die Spur kommen, die wir hier gefahren sind. Siehst du die hier? Genau, da musst du raufkommen. Auf die gleiche, die wir. Ja, genau auf die gleiche. Diese Fahrspur ist sozusagen wie so ein Schienenverkehr auf Acker, die du nicht siehst. Hier musst du ein Stück rüber. Ja, jetzt sehe ich. Jetzt gehen wir wieder nach. Und jetzt siehst du, da kommt die nächste Spur. Die siehst du auch hier. Ne? Ja. Kannst noch ein bisschen fahren. Du siehst hier auch die Entfernung Ja, der hier Spur. sehe Jetzt 7 Meter. Ja. Du kannst jetzt schon einmal einlenken. Döller einlenken. Und du kannst jetzt auch schon den Autopilot drücken. Nach rechts, ne? Nee, der Autopilot ist die Taste. Go. Jo. Genau. Und jetzt Das kannst du heißt, Tempomat reinmachen. Das war nach rechts. Ja. Du siehst, er steuert wieder alles vollautomatisch. Aber hier nochmal zum Thema, Zeit vergeht schnell. Du hast hier auch Arbeiten, da geht es brutal schnell. Dreschen, es ist krass, eine Stunde ist nichts. Ja, ist glaube ich. Es fliegt einfach an dir vorbei, die Zeit. Und du hast auch immer zu tun, weil immer was passiert. Und dann gibt es natürlich Arbeiten, die sind schon sehr monoton. Gerade wenn du irgendwie langsam irgendwie fährst, Wiesewalzen oder sowas. Ne? Boah, da vergeht der Tag. Ja. Hast du so Arbeiten, wo du sagst, boah, heute nicht, habe ich keinen Bock drauf? Also, oder hätte ich keinen Bock drauf? Das meiste ist so tatsächlich Büro bei mir. So, warte mal, jetzt. Ja, wenn du kurz vor der Kante bist, ziehst du nach hinten, genau. Und dann kannst du parallel dazu ein bisschen runterdrücken. Dann hast du so einen fließenden Übergang. Die Bremse nicht. Bremse nicht. Aber jetzt hast du Tempomat auch ausgenommen. Okay. Jetzt drehen wir einfach wieder. Nee, noch sind wir nicht an der Spur angekommen. Also du fährst noch ein Stück weiter. Noch ist er ja auch eingeschaltet. Ja. Ne? Genau, hier kommt unsere Spur und jetzt lenkst du ein, um darauf zu fahren. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Kannst du dir das vorstellen, wenn da eine Hecke wäre, müsste jetzt ein Ja, Stück quasi da drin sein. Ja, Ne? ja. Ja, fahren wir weiter. Wir wollen jetzt aber auf der bleiben, ne? Wir bleiben auf der, bis wir dann zu der nächsten wieder rüberfahren. Ja. Die sehe ich jetzt. Genau, die kommt ja hier vorne. Jetzt können wir hier wieder go, ne? Mhm. Und rüber.
Du siehst das auch ganz anders. Ne? Also, mir fällt, also die Spuren, ja, man sieht sie. Ne? Aber Und weißt du, das Schöne ist einfach, dass du auch so diese Abwechslung in der Landwirtschaft hast. So, diese Woche streuen wir Dünger, Wochenende mache ich Pflanzenschutz, nächste Woche fahren wir Gülle. Danach kommt die Aussaat, danach kommt wieder Dünger, Pflanzenschutz. Du machst halt das ganze Jahr unterschiedliche Sachen. Und dann ist das verrückt, dann kommen die Leute im Livestream und sagen, wie, du fährst 12 Stunden den ganzen Tag, machst dasselbe? Aber wer macht denn bitte, keine Ahnung, 8 Stunden die ganze Zeit was anderes? Also selbst wenn er einen Bürojob hat, sitzt er 8 Stunden da. machst trotzdem das Gleiche. Machst trotzdem das Gleiche. So, Ja, ne? ja. Ist schon sehr, sehr abwechslungsreich. Und das ist auch so, dass du dich immer auf das nächste wieder freust. Weil es wieder was anderes ist. Ne? Ja. Also du denkst dann wirklich schon, oh, jetzt Gülle fahren nicht so, da habe ich richtig Bock drauf. Neuen Fasso, das wird richtig, da habe ich Lust drauf. Und daraus denkst du dann auch wieder, Aussaat, weil dann ist doch, Aussaat ist so besonders, weil du bringst es in die Erde und wenn du dann 2 Wochen später die Pflänzchen rauskommen siehst und wenn dann alles perfekt aussieht, oh, da hast du einfach so einen Erfolgserlebnis. Ja, das glaube ich. Und dann hast du irgendwo, du fieberst dann auf die Ernte hin, weil du das ganze Jahr quasi darauf hinarbeitest. Du hast ja im Herbst einen Neuanfang, ne? Dann fängst du von vorne an und im Sommer erntest du denn das, was du gesät hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und wenn du dann noch Erfolg hast, dann ist das auch so ein schönes Gefühl. Die Ernte ist nochmal der große Höhepunkt des Jahres. Weißt du, jetzt musst du bremsen. Genau. Was dann auch nochmal so ein bisschen hart ist, wo du auch so denkst, oh, geschafft. Und danach hast du wieder so die Motivation, oh, nächstes Jahr machst du das und das besser. Und das machst du so. Und dann überlegst du vielleicht noch die Kultur. So. Das macht es einfach so abwechslungsreich. Ja, sieht gut aus. So, wo ist die Spur? Hier. Nee, noch nicht. Guck mal, da unten steht noch 14 Meter weg hier. Hier, 14 Meter bist du weg. Da siehst du es, okay. Kann ich das auch größer machen. Ja. Jetzt einlenken. Dann mach mal ein bisschen langsamer. Er muss relativ, also du musst erst mit dem Beschleunigen warten, Ach so, bis er okay. gerade Ja, ist. ja, Weil ja. er muss ja erstmal Dann dich reinlenken, ja. genau. Und dann ist es ja weich, so, und dann hast du richtig dieses Hin- und Herschaukeln. Ja. Genau. Fahr mal, genau. So, du kannst mit Fahrpedal einfach schon hoch beschleunigen. Bis er gerade ist. Ja, genau, und dann übergibst du es einfach. Ja. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel meinte beim Berauber. Der muss ja nonstop konzentriert sein, maximal. Ja, aber Und hier ist es schon so, wenn er jetzt hier die Bahn fährt, du kannst den Blick schon mal schweifen lassen Ja, und genau. guckst du, was los ist und dann, was machen die denn da hinten, so nach dem Motto, Ja, weißt du? ja. Und dann hast du bei euch, also die Jobs, da musst du dich brutal konzentrieren. Ja. Zum Beispiel Häcksler fahren, musst du dich auch die ganze Zeit, musst du schon gut konzentriert sein. Mähdrescher fahren auch, aber wenn erstmal läuft und du fährst eine gerade Bahn, dann kannst du auch mal einen Blick schweifen lassen. Mal nach hinten lehnen, mal so kurz dösen, weißt du? Also kurz dösen, mal 10 Sekunden die Augen zu machen, ne? Ja. Mehr auf keinen Fall. Ja, und das ist schon hart da unten. Erzähl, wie fandst du den Tag? Mega. Sehr interessant. Auch beeindruckend von der Technik her und auch von dem Düngemittel, wie das ausgebracht wird, für was es gut ist, tatsächlich. Ja, auch mega. Hättest du das so erwartet, dass das inzwischen so präzise alles ist? Überhaupt nicht. Also, dass du ich wusste klar mit GPS, dass du das abfahren kannst, das war mir bewusst. Aber so dass der Streuer das dann auch so präzise ausbringt, das wusste ich nicht. Das war neu. Und wie hast du so, guck mal, du bist ja so Trecker gefahren. Ja. Wie hast du dir das vorgestellt? Man hat ja so Erwartungen, wie etwas ist. So, guck mal, ich bin da unten in diesen Radlader gestiegen und habe gedacht, oh, da ist aber eine kleine Kabine, der ist aber unübersichtlich. Ach, unbedingt fahren will ich den denn doch nicht. Ja. Das war mein Eindruck. Wie war dein Eindruck von dem Teil hier? Also was war erstmal deine Erwartung? Wie fährt sich so ein Ding? Meine Erwartung war schon, dass es größer ist, aber dass es so groß ist und so übersichtlich ist und auch, dass es relativ bequem ist tatsächlich. Also ohne das abzuwerten, aber das ist halt schon was ganz anderes als bei uns. Ne? Du siehst viel mehr, du sitzt gut drin, du schaltest dann den Autopilot ein und kannst dann halt auch wirklich, wie du schon gesagt hast, mal so in die Ferne blicken. Ne? Ja. Also den Blick mal so ein bisschen schweifen lassen. Das hast du halt bei uns nicht. Erstens siehst du nicht viel und zweitens bist du ja ständig mit deinen Joysticks beschäftigt. Genau, wir hatten das Thema schon, wo ich gesagt habe, wo wir in der Kabine saßen und haben uns unterhalten, habe ich gesagt, also gegen euren Job, gerade wer so ein Berauber fährt, das ist brutal. Ja. Ne, klar haben wir auch Jobs in der Landwirtschaft, wo wir permanent mit dem Kopf bei Sache sein müssen. Ja.
So, aber wenn jemand nonstop Berauber fährt das ganze Jahr, das ist ein brutaler Job. Der auch mit Kabine offen, damit er das Ganze hört. Ne? Das war übrigens auch eine Frage, die ihr in den Kommentaren bei unser Doku-Video da, ich glaube im ersten oder zweiten Teil gestellt habt, warum sind die nicht geschlossen? Und da hast du gesagt, die sind offen, damit wir hören und damit wir, wie der Berg arbeitet, wie sich das alles verhält, richtig? Die Beraubermaschinen hauptsächlich. Dass du das hörst, was über dir ist. Weil wir hatten ja, unter Tage hatten wir das Thema, umso dumpfer das ist, wenn du dagegen schlägst. Also diesen Unterschied zwischen dumpf und hellen Geräuschen, dass du den erkennst. Und dafür sind die offen. Weil in der geschlossenen Kabine hörst du halt auch nichts. Und wenn jetzt so Bergwerk irgendwann nicht mehr deins ist, Landwirtschaft? Hätte ich schon Bock drauf, ja, tatsächlich. Also wenn du mal Bock drauf hast, dann kannst du im Sommer noch mal hochkommen, fährst eine Runde Mähdrescher. Ja, aber Mähdrescher ist natürlich etwas, was so richtig schockt. Dann siehst du auch noch mal. Oder du kommst im Herbst, dann ernten wir die Sonnenblumen hier, die du heute schon mal mit Kali versorgt hast. Das wäre auch richtig interessant. Ja, genau, dann schließt sich der Kreis wieder letztendlich. Das können wir gerne machen. Also ich muss dir sagen, ich fand das unfassbar spannend, Untertage. Ich war zu Hause und habe dann noch mal hunderte Fragen im Kopf gehabt und habe gedacht, oh, das wäre noch interessant gewesen und das hätte dich noch interessiert. Und eigentlich hättest du noch einen Tag da Untertage sein müssen. Ja. Also ich muss sagen, ich bin echt dankbar für die Chance und auch von K+S, dass wir da die Chance hatten, uns da mal auszutauschen und in Kontakt zu kommen. Und dass ich dir mal meinen Job zeigen kann. Und ich glaube, du hast heute auch interessante Fragen gestellt, die ich so nicht mehr stellen würde. Weil für mich ist das mein Daily Business, genauso wie da unten im Bergwerk. Ich dir Fragen gestellt habe, wo du auch überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst. Ne? Und das ist, glaube ich, ein interessanter Ansatz, mal in andere Jobs reinzugucken. Ne? Und das, glaube ich, hat mich extrem bereichert. Also vielen, vielen Dank dafür aus dieser Stelle. Vielen, vielen Dank an die Zuschauer, die das alles überhaupt möglich machen, dafür, dass ihr diesen Content guckt. Vielen, vielen Dank an Lukas als Kameramann. Top Job gemacht. Auch Videoschnitt kommt von Lukas. Link in der Beschreibung für Interesse an Lukas, gerne unten drunter. Ja? Und ich sage danke dir, dass du hier warst und danke dir für das Projekt und alles Gute. Danke. Wollen wir noch auf cool machen? Handschlag? Machen wir einen Handschlag? Nee, ne? Das ist so fake. Ja, das ist so fake, das cuttest du raus.